Auf unserem Weg durch den Norden von Deutschland sind wir in Neuharlingersiel angekommen. Neuharlingersiel liegt im Harlinger Land in Ostfriesland an der Nordseeküste. Wir sind in der Nähe von Carolinensiel. Die Stadt Wittmund ist ungefähr 20 Kilometer entfernt. Neuharlingersiel hat etwas über 1000 Einwohner. Hier gibt es natürlich viele Ferienwohnungen. Die interessantesten Orte liegen dicht beisammen. Der große Parkplatz liegt günstig am Deich. Wenige Meter entfernt ist der Kutterhafen. Neben dem Hafen steht das Sielhaus. Hier legt die Fähre nach Spiekeroog ab und große Parkplätze gibt es auch ebenfalls. Und das hier ist der Strand. Neuharlingersiel ist eigentlich ein ruhiger Ort. Touristen steuern meistens Hafen und Strand an, ansonsten fahren sie auf die Parkplätze, die zur Fähre gehören. Es gibt ein paar Geschäfte, meist Boutiquen und verträumt aussehende Gassen, die gibt es auch. Durch den Ort fließt das Neuharlinger Tief. Darüber wird das Land entwässert. Und hier steht ein Schöpfwerk. Damit wird das Wasser in die Nordsee gepumpt. Durch eine Scheibe kann man ins Schöpfwerk reinschauen. Und das ist der Parkplatz. Von hier ist man schnell im Hafen und am Strand. Das ist das Tor zum kleinen Fischerhafen. Dahinter liegt das Hafenbecken mit den Kuttern. Rechts und links, da kann man lang gehen, da gibt's Cafés und Restaurants und Ferienwohnungen. Das Foto am Hafen, das zeigt, wie der Hafen um 1960 aussah. Da sind noch wesentlich mehr Kutter zu sehen. Die Anzahl, die hat sich kräftig reduziert. Waren es vor einigen Jahren noch 14 Kutter, sind es jetzt nur noch 8. Auf der Tafel, da steht dann etwas zur Geschichte des Hafens. Aber gehen wir mal in den Hafen rein. (1693) wird Neuharlingersiel zum ersten Mal erwähnt. Man baute damals Deiche in die Harlinger Bucht, um Land zu gewinnen, und über das Siel entwässerte man das Land hinterm Deich. Neuharlingersiel, das entstand als Sielort. Der erste Sielort vor dem Deichbau hieß Harlingersiel. Das Dorf liegt heute weiter landeinwärts. In diesem neuen Sielort Neuharlingersiel entstand zugleich auch ein Hafen für Hochseefischerei. Im 18. Jahrhundert war das hier ein Schutz- und Umschlaghafen. Hier legten Frachtschiffe an und verteilten die Ladung dann auf kleinere Schiffe, die dann zu anderen Hafenorten an der Küste fuhren. 8 Liegeplätze für Seeschiffe, sogenannte Kuffen, gab es hier. Unter dem preußischen König ging es für den kleinen Hafen bergauf. Eine Blütezeit begann. Neuharlingersiel wurde Export- und Importhafen. Die Schiffe mit Getreide fuhren bis Finnland und Schweden. Zurück brachten die Schiffe Holz mit. In dieser Blütezeit entstanden am Hafen Sägewerke, Lagerhäuser und Handelshäuser. Das Ende dieser Blütezeit, das kam zur Zeit des Krieges mit Napoleon. Und dann kam was Neues. 1880 begann man mit der Küstenfischerei. Der Hafen wurde zum Fischerhafen. Bis zu 27 Kutter sollen hier zeitweise gelegen haben. Den Hafen, wie wir ihn jetzt sehen, der ist 1958 entstanden. Da wurde nämlich der alte Hafen saniert, Hafenmauer und Schöpfwerk wurden gebaut. Das ist die Skulptur Alt- und Jungfischer. Sie steht am Hafenbecken. Die beiden stehen oder sitzen hier seit fast 25 Jahren. Alt- und Jungfischer. Man befürchtet, dass die Zahl der Kutter sich noch weiter verringern wird. Es werden ja bereits einige nur noch für Ausflugsfahrten genutzt. Den Fischern fehlt es nämlich an Nachwuchs. Die EU macht es dabei den Fischern nicht gerade einfach. Man erschwert die Arbeit durch zahlreiche Reglementierungen. Dazu kommt die Konkurrenz der holländischen Fischer, die größere Schiffe haben. Nahe dem Hafen steht der Sielhof. Ist ein ehemaliger Herrensitz, ist im 18. Jahrhundert gebaut worden. Um 1900 wurde er umgebaut. Heute heißt er auch Haus des Gastes. Hier gibt es Restaurant, Café, Bücherei und eine Kapelle.
Direkt neben dem Fischerhafen legt die Fähre zur Insel Spiekeroog an. Da befinden sich dann auch die Zweckbauten, die Container fürs Gepäck und die riesigen Parkplätze und Garagen. Rüber über den Deich und man ist am Strand. Um 1966 hat man den Strand angelegt. Sandstrand, Strandkörbe, Strandbar, macht Laune. Was viele Besucher nicht ahnen, bis 1963 gehörte der Küstenort zu den kleinsten Gemeinden in Deutschland. 4 Hektar war Neuharlingersiel groß. Es gehörten nur die Grundstücke und Häuser dazu, die an das Hafenbecken grenzten. Die Nachbargemeinde Seriem hatte Neuharlingersiel umschlossen. 1963 hat Neuharlingersiel von der Gemeinde dann 36 Hektar Siedlungsland erhalten und konnte endlich wachsen. So, das war's aus Neuharlingersiel und dem alten Fischerhafen in Ostfriesland. Lohnt sich, Idylle pur. In diesem Sinn, tschüss.